willkommen zurück zu einer neuen Anleitung. Für diesen Wickelrock benötigt ihr zuallererst eure Maße um der Hüfte herum. Als Beispiel, wenn ihr einen Hüftumfang von 98 cm habt, nehmt ihr davon minus 10%. Das ist dann egal, ob ihr 100 oder noch mehr oder weniger habt, immer minus 10%. Dann würde ich hier auf 88,2 cm kommen. Diese teilen wir dann durch 3 und kommen dann auf 29,4 pro Fläche. Bei diesem Wickelrock allerdings müsst ihr euch das so vorstellen, dass ihr, weil es ja übereinander lappen muss, 4 Flächen braucht. So. Und jede dieser Flächen muss dann quasi 29,4 haben. So. Und deswegen geht ihr dann hin und nehmt diese 29,4 und rechnet sie auf die 88,2 drauf. Und dann habt ihr euren kompletten Umfang, den ihr benötigt für euren Wickelrock. In meinem Fall sind es 117 cm. Das heißt, ich schlage dann nachher eine Kette an mit 117,6 cm in etwa. Ihr könnt auch ein bisschen auf- und abrunden. Und da ich ja schon damit ein bisschen begonnen habe, kann ich hier schon mal sagen, bei meiner Nadelstärke und bei meiner Wolle, alle Angaben findet ihr im Übrigen unter dem Video in der Infobox, habe ich 195 Maschen benötigt. Also nochmal von vorn, Kurzversion, Hüftumfang abmessen. Beispiel, bei einem Hüftumfang von 98 cm zieht ihr 10% ab, komme ich auf 88,2. Dies teile ich dann durch 3 Teile, um herauszubekommen, wie viel noch als viertes Teil hinzukommen muss. Na, also dieses hier. Das waren dann hier 29,4. Also hat jedes der 4 Teile 29,4, was am Ende eigentlich völlig egal ist, denn wichtig ist 29,4 mal 4 sind 117,6. Und dann schlagt ihr einfach eine Kette an auf diese Maße. Jetzt wird sich der ein oder andere die Frage stellen, warum minus 10%? Minus 10% ganz einfach. Bei dieser Gesamtfläche dehnt sich ja die Wolle dementsprechend auch. Und es würde noch größer werden. Und daher nehmen wir dann 10%. Und dann müsst ihr das nicht noch umrechnen und habt nicht noch nachher irgendwie ein Stückchen über, sondern kommt direkt auf diese Maße, wo es dann perfekt sitzen müsste. So, genug gesabbelt, ab an die Nadeln und dann würde ich sagen, legen wir los. So, wir beginnen mit einer Dreiernadel und einem dreifädigen Farbverlaufsbobbel. Ihr könnt auch eine ganz normale Luftmaschenkette im Übrigen anschlagen, dann geht aber eine halbe bis ganze Nadelstärke höher. Wir beginnen mit 2 Wendeluftmaschen, einen Umschlag und in die erste Masche zurück. Faden holen, durchziehen, alle 3 Laschen auf gemeinsame Höhe, eine Schlaufe und 3 Schlaufen. Wem das Ganze zu schnell ist, unten am Bildschirmrand ist ein Zahnrad, da könnt ihr das Ganze dann langsamer stellen. Ansonsten schaut einfach mal nach dem Fußschlingenanschlag, den gibt es sowohl für feste Maschen, halbe Stäbchen, Stäbchen und so weiter. Einstechen, Faden holen, alle 3 Laschen auf gleicher Höhe, erste Lasche für den Boden abmaschen und dann nochmal die 3 fürs halbe Stäbchen. Einstechen, Faden holen, alle 3 Laschen auf gleicher Höhe, durch eine Schlaufe und durch 3. Umschlag, nächste Masche, einstechen, Faden holen, durch eine und durch 3. Die Laschen auf gleiche Höhe ziehen macht ihr später automatisch. Und dann habt ihr eine schöne elastische Kette,
Und wie gerade schon am Anfang gesagt, habe ich 195 Maschen bzw. halbe Stäbchen angeschlagen, denn ich spare mir so die Hin- und Rückreihe. Wir beginnen wieder die nächste Reihe mit 3 Wendeluftmaschen und häkeln als nächstes einfach nur Stäbchen. Denn jetzt folgen erst einmal im Wechsel immer halbe Stäbchen und dann wieder eine Reihe Stäbchen, eine Reihe halbe Stäbchen, Stäbchen, bis wir insgesamt im Wechsel 4 Reihen halbe Stäbchen haben und 3 Reihen Stäbchen. Der Sinn dahinter ist, dass in den Stäbchenreihen später Kordeln eingezogen werden und ein Knopf dran und gleichzeitig sozusagen als Knopfloch dienen. So, das Ganze jetzt einmal bis zum Ende häkeln. Und am Ende dann so weit die Stäbchen verteilen, dass ihr einen schönen geraden Abschluss habt. Nächste Reihe, wie schon gesagt, dann mit halben Stäbchen weiter, also 2 Wendeluftmaschen. Und jetzt dann eure halben Stäbchen verteilen. Danach die Reihe wieder auf Stäbchen, halbe Stäbchen, Stäbchen, halbe Stäbchen. Also, wir beginnen mit halbe Stäbchen, Stäbchen, halbe Stäbchen, Stäbchen, halbe Stäbchen und dann ein letztes Mal nochmal Stäbchen und halbe Stäbchen, dass ihr so einen breiten Rand bekommt und dann sehen wir uns wieder. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier die halben Stäbchen, Stäbchen, halbe Stäbchen, Stäbchen, halbe Stäbchen, Stäbchen, halbe Stäbchen. 3 Stäbchen rein und in die obere und untere kommt dann später die Kordel und in die mittlere der Knopf. Als nächstes kommen wir zum eigentlichen Muster. 2 Wendeluftmaschen und in die ersten beiden Maschen jeweils ein halbes Stäbchen. Danach einen Umschlag, eine Masche freilassen und nun in die zweite Masche einstechen, Faden holen, hochziehen. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen und noch ein drittes Mal Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Alle Laschen gemeinsam abmaschen und mit einer Kettmasche schließen. Direkt im Anschluss wieder 2 halbe Stäbchen. Dann wieder einen Umschlag, eine Masche freilassen, einstechen, Faden holen, hochziehen, einstechen, Faden holen, hochziehen und ein drittes Mal einstechen, Faden holen, hochziehen. Alle Laschen gemeinsam abmaschen und mit einer Kettmasche, die dürft ihr nicht vergessen, schließen. Also wie ihr seht, das Muster ist recht einfach. 2 Maschen für jeweils halbe Stäbchen und dann 2 Maschen für eine Knospe. Also egal welche Größe ihr häkelt bzw. wie viele Maschen euer Häkelprojekt hat, die Maschenanzahl sollte teilbar durch 4 sein. Und dann sieht das Ganze so aus. So, am Ende der Reihe angekommen, kommen wir nochmal zur zweiten Reihe. Die ist genauso, nur versetzt. Und zwar machen wir einen Umschlag und brauchen diese ersten beiden Maschen, gehen aber jetzt um die Kette vor der Knospe der Vorreihe. Also anstatt in der zweiten Masche einzustechen, gehe ich in die Kette vor der Knospe der Vorreihe. Zum einen ist es einfacher und zum anderen sieht es auch nachher besser aus. Und so habe ich dann auch meine beiden Maschen. Und direkt im Anschluss dann wieder halbe Stäbchen. Da kann man sich merken, das erste halbe Stäbchen direkt über die Knospe der Vorreihe,
und das zweite daneben. Einen Umschlag und hier lassen wir quasi so frei und stechen auch wieder in das Löckchen von der Knospe der Vorreihe ein und häkeln eine Knospe. Und auch hier wichtig, die Kettmasche nicht vergessen, weil sonst verschluckt ihr jedes Mal eine Masche. Und dann hier das erste halbe Stäbchen über die Knospe der Vorreihe und das zweite daneben. Ein Umschlag und hier wieder vor der Knospe um die Kette herum. Und das war eigentlich auch schon das Muster. Ganz easy eigentlich, wenn man es verstanden hat. Und auf Masse gibt es ein schönes Bild. Und jetzt häkelt ihr halt Reihe für Reihe immer diese beiden Reihen im Wechsel. Und so versetzen sich dann immer schön die Knöspchen von links nach rechts und rechts nach links. Das Ganze häkelt ihr jetzt so breit, bis ihr ungefähr die Breite von dem Anfangsbündchen mit den halben Stäbchen und Stäbchen habt. Und dann kommen wir zu den Ab. So ihr Lieben, zurück. Und zwar, lasst euch jetzt nicht davon irritieren, was ich hier gemacht habe. Hier habe ich jetzt 2 Kordeln eingezogen. Und hier ein Knöpfchen eingebaut. Wer möchte, kann nach meiner Anleitung, die ich euch unten verlinke, oder wenn ich dran denke, hier oben im Bildschirm einblende, so eine Kordel häkeln. Die braucht ihr dann 2-mal. Einfach so lang, bis ihr das Ganze um eure Hüfte herum gut schließen könnt. Aufgeteilt habe ich, indem ich in der obersten und in der untersten Reihe, Stäbchenreihe, die Kordeln eingezogen habe. Und den Knopf habe ich dann in der mittleren angenäht, sodass ich den quasi hier in der Mitte dann befestigen kann. Die Kordeln selbst werden von der gegenüberliegenden Seite des Knopfes am Rand eingezogen. Und dann hatten wir ja am Anfang das Ganze in 4 Teile aufgeteilt. Und das braucht ihr jetzt. Ich meine, das ist richtig in Erinnerung zu haben, 27 oder 29, müsste ich jetzt nochmal gucken. Und davon diese eine, also sage ich mal, eine Fläche nehmt ihr, messt ab und erst ab da werden die Kordeln eingezogen. Dass ihr dann genau diese Fläche dann, diese erste frei habt. Die verschwindet nämlich später, weil es ja ein Wickelrock ist, darunter. Und deswegen dann auch den Knopf hier und die Kordeln da. Das wird dann später dann so verbunden, wie ihr das braucht. Der Sicherheitsknopf und die Kordeln nochmal, um das Ganze so zum Halten zu bringen. So, und dann kommen wir jetzt zum Eigentlichen. Ich hatte ja gesagt, häkelt so viele Reihen, bis ihr die gleiche Breite habt wie das Bündchen selbst. Nach 8 Reihen hatte ich das Ganze soweit, bin aber auf der Seite, wo der Knopf schon angenäht war, gelandet. Hier ist nämlich jetzt wichtig, ihr müsst auf der gegenüberliegenden Seite mit den Abnahmen beginnen. Die Seite, wo der Knopf ist, die bleibt gerade. Ein ganz normaler gerader Abschluss und wieder zurückhäkeln. Die Seite gegenüber, da machen wir jetzt die Abnahme. So habe ich dann nochmal ganz geschmeidig und schnell rüber gehäkelt. 9. Reihe. Und jetzt geht es eigentlich ganz einfach. Ihr habt euch ja bereits gemerkt, dass immer 2 Maschen für eine Knospe da sein müssen und halt 2 Maschen, wo jeweils ein halbes Stäbchen hineinkommt. Jetzt habe ich hier am Ende meine 2 halben Stäbchen und eine Knospe. Das erste, beziehungsweise hier ist die Knospe, hier sind die 2 halben Stäbchen. Jetzt würde hier eine Knospe reinkommen. Dann würde es aber mit der Abnahme nicht mehr hinkommen. Also gehe ich dann einfach hin und häkel einmal hier ein halbes Stäbchen hinein und am Ende das halbe Stäbchen. Lasse die Knospe sozusagen verschlucken und habe somit dann meine erste Abnahme.
Wenn es dann nicht hinhaut, haut es halt einfach nicht mehr hin. Das fällt aber in dem Musterverlauf eher weniger auf. Dann wieder 2 Wendeluftmaschen und direkt wieder eine Abnahme. Und hier geht es ja jetzt recht einfach, dadurch, dass wir jetzt eh keine Knospe mehr haben. Machen wir einen Umschlag, holen den Faden, nochmal einen Umschlag und holen den Faden und häkeln alle Maschen zusammen. So haben wir dann eine schöne dichte Abnahme und können im Musterverlauf weitermachen. Hier brauche ich jetzt halt wieder die Knospe, die ich hier einfach um diese Kette herum häkel. Also beginnen wir hier dann wieder unsere Knöspchen zu häkeln und im Verlauf, so wie wir es kennen, halt das halbe Stäbchen direkt über die Knospe der Vorreihe. So. Und anstatt jetzt hier in die zweite Masche für die nächste Knospe, gehe ich einfach wieder um die Kette vor der Knospe der Vorreihe. Also wie gehabt. Es ist einfacher und ich finde auch, es sieht von der Musterung halt ganz schick aus, wenn die Knospen direkt aneinander liegen und die Richtung wechseln. So, und jetzt häkelt ihr ab hier Reihe für Reihe, in jeder Reihe halt eine Abnahme auf dieser Seite und auf der anderen Seite bleibt ihr einfach gerade. Wer halt wie gesagt möchte, kann sich jetzt auch schon diese Kordeln häkeln nach meiner Anleitung oder auch eine andere, das ist völlig egal. Und halt einen passenden Knopf raussuchen. Dann habt ihr nämlich auch die Möglichkeit, das immer mal wieder anzuprobieren und zu schauen, ob euch der Rock lang genug ist. Und hier sind dann halt keine Grenzen mehr gesetzt. Jeder kann den Rock dann so lang häkeln, wie er möchte. Ein kurzes Röckchen, ein mittellanges Röckchen oder sogar einen ganz langen Rock. Beziehungsweise bis die Abnahmen nicht mehr funktionieren. Oder ihr hört einfach irgendwann mit der Abnahme auf und häkelt gerade runter. Würde auch gehen. Genauso wie ihr auch ab hier jetzt noch weiter gerade häkeln könnt, dass ich, sage ich mal, die Länge eines kurzen Rockes macht und erst ab dann die Abnahmen beginnt. Das könnt ihr halt, wie gesagt, machen, wie ihr möchtet. Ich habe hier für mich den Plan, einen Wickelrock für die Bademode zu häkeln. Daher beginne ich halt die Abnahmen schon recht früh und zwar nach der Breite des Bündchens. Ne? Einmal die Breite des Bündchens kopiert und ab da dann die Abnahmen. So, ich werde dann jetzt erstmal häkeln, bis die Nadel glüht und dann zeige ich euch, wie das Ganze in der Länge von mir aussieht. Bis später. Und so sieht das Ganze am Ende bei mir aus. Ich habe so lange gehäkelt, bis mein Bobbel aufgebraucht war und hatte tatsächlich die optimale Länge, da ich meinen Wickelrock gerne auf Hüfte trage. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Vergesst nicht, eure Bewertung da zu lassen. Viel Freude damit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.